Die Hauptkommissare Carsten Kehr und Dominic McCormack auf Dienstfahrrädern unterwegs in Frankfurt. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland erstmals mehr E-Bikes verkauft als klassische Fahrräder. Und dementsprechend steigt auch die Zahl der illegal getunten E-Bikes ständig an. Denn den Motor schneller machen, das ist ganz leicht. Alles, was man braucht, ist eine solche Plastikbox. Wie man hier sieht, ist hier halt eine Tuningbox angebracht, die dann von den Kollegen halt festgestellt wurde und deswegen wurde das Rad sichergestellt. Hier drunter ist der Geschwindigkeitssensor, der ist eigentlich recht schmal und da wird diese Box draufgesteckt und ist für uns auch sehr gut erkennbar. Und was steht heute an? Also im Rahmen unserer Streifenfahrt werden wir insbesondere auf manipulierte Pedelecs einen Wert legen oder illegale E-Bikes. Und werden halt gucken, ob wir solche Bauteile entweder am Fahrzeug finden oder eingebaut. Die Nutzung der Tuningboxen ist verboten, aber man bekommt sie ganz leicht übers Internet. Sie manipulieren den Geschwindigkeitssensor so, dass der Motor nicht bei 25 Stundenkilometern gedrosselt wird, sondern erst bei der doppelten Geschwindigkeit. Für solche Geschwindigkeiten aber ist ein E-Bike nicht zugelassen. Leasingfahrrad. Okay, alles klar. Meiner Firma. Irgendwas dran gemacht? Irgendwas getunt oder so? Nein. Heute hatte ich sogar Inspektion beim Händler. Rush Hour am Mainufer. Die Hauptkommissare winken Fahrradpendler zu sich. Die Kontrollierten bleiben heute alle sehr gelassen. Das ist Ihrs? Ja, ein Jobbike. Ihr Magnet steht sehr schepp. Kann sein, dass Sie demnächst eine Fehlermeldung kriegen, weil der kein Signal mehr bekommt. Sehen Sie hier? Ja. Dann vielleicht einfach immer wieder ein bisschen gerade drehen. So, wenn das alles in Ordnung ist, dann gucken wir, ob irgendwas an der Elektronik manipuliert wurde, ob ein Modul eingesetzt wurde. Und dann kann ich durch Tastenkombinationen, die zum Tuning benutzt werden, testen, ob sich jetzt hier irgendwas tut, was ich nicht tun dürfte. Aber wie man sieht, es gibt keine Veränderungen im Display, es gibt keine sogenannten unlogischen Anzeigen, sodass ich dann den Herrn auch wieder entlassen kann. Das wusste ich nämlich echt nicht. Ich habe schon oft überlegt, wie es raus. Deswegen machen Sie es lieber nicht, weil wir entdecken es und dann wäre das Fahrrad hier an Ort und Stelle weg. Nee, alles klar. Super. Okay. Danke. Werden Sie denn noch manchmal von rasend schnellen E-Bikes überholt? Man sieht sie hier auf dem Weg. Und offiziell die mit Nummernschild weiß man ja, dürften eigentlich auf dem Radweg nicht fahren, aber die sieht man hier auch. Wenn man jeden Tag die Strecke pendelt, ich fahre von Mülheim jeden Tag, da fällt es auf. Für diesen Herrn ist es schon die dritte Routinekontrolle. Das ist ja alles kein Problem und ich finde das auch ganz gut, dass mal Kontrollen gemacht werden, damit mal so vielleicht die schwarzen Schafe auch rausgeholt werden. Und dann melden sich die Kollegen aus Bornheim. Sie haben gerade ein schwarzes Schaf aus dem Verkehr gezogen. Carsten Kehr und Dominic McCormack machen sich auf den Weg durch den Stadtverkehr zur Mittleren Berger Straße. Ja, also hier sehen wir, wie auch schon bei dem Asservat, was wir auf der Dienststelle haben, auch eine aufgesteckte Tuningbox. Sehr gut zu erkennen von außen und damit dürfte das Rad schon mal doppelt so schnell gemacht worden sein, wie es eigentlich sein darf mit Motor. Der Fahrradhalter möchte nicht mit uns sprechen. Er darf jetzt sein Schloss mitnehmen und zu Fuß weitergehen. Sein Rad geht zur Polizei. Das Rad wird von uns halt sichergestellt. Wir schreiben jetzt eine Strafanzeige mit dem Hinweis darauf, dass zum einen geguckt werden muss, ob das Tuning auch funktionsfähig ist. Das können wir natürlich nicht einfach so feststellen. Dafür brauchen wir ein Gutachten und die Amtsanwaltschaft wird halt erbeten, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben. Wer bezahlt das? Wenn wir ein Tuning haben, was funktioniert, was sehr wahrscheinlich ist, zahlt das der Beschuldigte. Das sind in Frankfurt etwa 600 € aktuell. Und dann wartet auch noch ein Strafverfahren. Die Beamten von der Fahrradstaffel haben inzwischen Besuch bekommen von der nächsten Generation. Nachwuchsprobleme scheint es hier nicht zu geben. Sehr schön. Ja, Rechtsanwalt Kai Rodekra ist bei uns. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, guten Abend. Warum können wir diese Tuningboxen überall kaufen, wenn doch die Nutzung dann doch eher ein bisschen problematisch ist rechtlich? Tja, Radarwarner fürs Auto darf man auch kaufen, darf man auf keinen Fall benutzen. Und so ist bei den Tuning-Sätzen auch. Man kann sie kaufen, doch wenn man sie einbaut, dann ist es rechtlich problematisch, denn aus einem Fahrrad wird so ein Kraftfahrzeug. Okay, das heißt, man müsste es anders deklarieren, genau. Versicherungskennzeichen. Was drohen für Strafen? Wenn ich auf einmal mit einem Kraftfahrzeug unterwegs bin, das Fahrrad ist dann eins geworden, dann bei Kleinigkeiten, es gilt auf einmal eine Helmpflicht, ich darf überhaupt nicht mehr auf dem Fahrradweg fahren, das sind aber wirklich die Kleinigkeiten.
Aber viel schlimmer ist, ich habe es ja nicht versichert. Ich habe kein Versicherungskennzeichen. Das ist Fahren ohne Versicherungsschutz. Und das ist eine Straftat. Da reden wir nicht mehr von Ordnungswidrigkeiten, 20 € oder so, sondern ein Strafverfahren wird eingeleitet und nach dem Einkommen wird dann eine Geldstrafe festgelegt. Richtig problematisch wird es wahrscheinlich, wenn ich einen Unfall noch verursache, oder? Das ist dann der Super-GAU, weil ich fahre ja ohne Versicherungsschutz. Meine private Haftpflicht, die beim Fahrradunfall eingreift, die greift nicht mehr, weil ich habe es ja getuned. Ich fahre ja auf einmal ein Kraftfahrzeug und eine Versicherung dafür habe ich nicht. Und wenn ich jetzt andere verletze, kann das für mich der wirtschaftliche Ruin sein, weil Körperverletzungsschäden können ja 6-stellige Beträge verursachen und dagegen bin ich nicht mehr versichert. Muss ich dann privat leisten. Okay. Genau. Wie ist es denn bei E-Rollern? Ist ja auch so ein Thema. Auch die könnten manchmal getunt werden. Das sind schon Kraftfahrzeuge und wenn ich die tune, schneller mache, verlieren die auch den Versicherungsschutz. Wenn Kraftfahrzeuge getunt werden, muss der TÜV diese abnehmen und das wird bei Rollern nicht der Fall sein, wenn die jetzt auf einmal 60 fahren statt 20. Also da auch Finger weg davon. Okay. Und angemeldet sein müssen diese Roller aber auch, oder? Auf jeden Fall, es sind ja Kraftfahrzeuge und wer da ohne Versicherungsschutz fährt, macht sich wieder strafbar. Nochmals die Warnung, es ist keine Ordnungswidrigkeit, es ist eine richtige Straftat. Okay, also ordentlich drauf aufpassen und am liebsten die Finger weglassen. Sie haben gesagt, lieber im Fitnessstudio ein bisschen mehr trainieren, dann kann man auch schneller fahren. Da kann man richtig schnell fahren. Okay.